Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Ausgabe von Michael Grant Klartext. Heute zu einem brisanten Thema: Was hat Hitler eigentlich zu Konzentrationslagern gesagt? Ihr wisst, wie ich vorgehe. Ich bin ich nenne mich selber investigativer Journalist der Vergangenheit, auch wenn manche mich so bezeichnen. Ich bin aber kein Historiker, ich bin investigativer Journalist und der Vergangenheit. Und ich habe vielleicht mehr als, ich weiß es nicht, ich möchte es nicht zu 100% sagen, aber ich habe alles in meinem Besitz, in meinem Archiv, alles, was Hitler jemals gesagt und geschrieben hat. Und genau das werte ich aus, um die Person Hitler analysieren zu können. In der heutigen Geschichtsschreibung werden ja zum Beispiel einzelne Sätze von Hitler genommen. Zum Beispiel von Reden, die über 10 bis 15 Seiten gehen, werden ein, zwei Sätze herausgenommen und den Kontext verschwiegen. So wird es heute gemacht. Ich habe mir mal angesehen, was Hitler eigentlich zu den Konzentrationslagern und zu den Richtern, zu der Justiz gesagt hat. Und ich werde euch ein paar Zitate sagen. Hitler sagte zum Beispiel, und zwar die über das Rechtswesen, dass das Rechtswesen musste in erster Linie der Erhaltung der Volksgemeinschaft dienen, der Unabsetzbarkeit der Richter. Auf der einen Seite musste eine Elastizität der Urteilsfindung zum Wohl der Gesellschaft entsprechen. Nicht das Individuum konnte im Mittelpunkt der gesetzlichen Sorge sein, sondern das Volk. Landes- und Volksverrat sollten künftig mit aller Rücksichtslosigkeit ausgetilgt werden. Der Boden der Existenz der Justiz konnte kein anderer sein als der Boden der Existenz der Nation. Zitat Ende. Eine aus heutiger Sicht und für mich auch eine wahrlich entsetzliche Rechtsauffassung für das Individuum. Hitler ernannte am 4. Dezember 1939 die Mitglieder des besonderen Strafsenats beim Reichsgericht. Dieser besondere Strafsenat sollte bei Einsprüchen des Oberreichsanwalts gegen ein rechtskräftiges Urteil fungieren können. Zudem verlieh der Reichstag Hitler auch noch das Recht, jeden Richter absetzen zu können. So war also Adolf Hitler auch der oberste Gerichtsherr. Auf den Einwand, was mit Menschen geschehen sollte, die nach längerer Zeit, also beispielsweise nach 10 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurden, gab es keine Wiedereingliederung in das normale Leben. Denn Hitler sagte, ich zitiere, nach 10 Jahren Zuchthaus war der Mensch sowieso für die Volksgemeinschaft verloren. Zitat Ende. Er sprach sich auch dafür aus, Arbeitslose in Konzentrationslager zu stecken und sagte dazu, ich zitiere, die 10.000 bis 15.000 gewerbsmäßigen Arbeitslosen, die in Deutschland herumlungerten und auch beim Wieder in Gang kommen der Wirtschaft keinerlei Neigung zur Aufnahme einer geregelten Arbeit gezeigt haben, haben wir ins Konzentrationslager überstellen lassen. Das hat weithin abschreckend gewirkt und dadurch die Ankurbelung des riesigen Arbeitsprozesses erleichtert. Zitat Ende. Er sagte zudem, ich zitiere, ich bin stets für die schärfsten Maßnahmen gegen asoziale Elemente eingetreten. Zitat Ende. Er sagte weiterhin, ich habe einmal einen Delinquenten, einen gewissen Seefeld, durch die Gestapo vernehmen lassen, da ich ihm mehr Straftaten zugetraut habe, als die paar, die er bei der Justiz eingestanden hat. Zitat Ende. Hitler wurde durch den Reichstagsbeschluss, wie schon angesprochen, vom April 1942 zum obersten Gerichtsherrn ernannt. Das bedeutete zunächst einmal, das entsprach der Militärgerichtsbarkeit-Funktion des obersten Befehlhabers der Wehrmacht.
Das hatte zunächst mit dem Reichskriegsgericht zu tun, aber mit dem gleichen Reichstagsbeschluss erhielt er auch das Recht, Richter zu versetzen oder zu pensionieren. Zurück auf den von Hitler genannten Seefeld. Was geschah, nachdem Hitler der Gestapo die Anordnung gegeben hatte, diesen Mann zu verhören? Hitler sagte selbst, ich zitiere, er hat dann 107 Fälle von Lustmord an Kindern zugegeben und den Beamten die Stellen gezeigt, wo er all die Kinderleichen vergraben hatte. Da der Sittlichkeitsverbrecher erfahrungsgemäß in der Regel beim Lustmord endete, musste er bei Zeiten unschädlich gemacht werden. Zu meiner harten Haltung gegenüber meinen Gegnern habe ich Folgendes zu sagen. Wer Verbrechen verübte, sollte nicht bestraft werden nach dem Umfang und Ausmaß seiner Tat, sondern nach seiner zutage getretenen Gesinnung. Ich hatte nicht die Absicht, die schuldigen Kleinen erschießen zu lassen und die Großen zu schonen. Ich hatte nicht zu untersuchen, ob und wem von diesen Verschwörern, Hetzern, Destrukteuren und Brunnenvergiftern ein zu hartes Los zugefügt wurde, sondern ich hatte nur darüber zu wachen, dass das Los Deutschlands getragen werden konnte. Zitat Ende. Hitler ließ, also nicht Hitler, sondern die Nationalsozialisten, ließen Kommunisten, Andersdenkende, Oppositionelle und so weiter in Konzentrationslager einweisen. Hitler sagte dazu, ich zitiere, Konzentrationslager sind nicht in Deutschland erfunden worden, sondern Engländer sind ihre Erfinder, um durch derartige Institutionen anderen Völkern allmählich das Rückgrat zu brechen, ihren nationalen Widerstand zu zermürben und aufzulösen, um so endlich die Völker geneigt zu machen, das britische Joch der Demokratie zu übernehmen. Zitat Ende. Auf den Einwand, dass er Kommunisten, Oppositionelle und Andersdenkende in Konzentrationslager einweisen ließ, sagte er, ich zitiere, nach der Machtübernahme hegten die Kommunisten einen teuflischen Plan. Sie wollten 10.000 Brände zur gleichen Zeit am selben Tag legen. Zitat Ende. Sicherlich eine Übertreibung. Hitler sagte weiter, ich zitiere, ich konnte nichts anderes tun, als die listenmäßige Erfassung aller bekannt gewordenen landesverräterischen Elemente zu veranlassen, um diese Lumpen ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Wenn wir dieses Gesocks dann 1933 zum größten Teil ohne unser Zutun losgeworden sind, so liegt das daran, dass nicht weniger als 65.000 Staatsbürger sofort nach der Machtergreifung emigrierten. Es ist sicher gewesen, dass der größte Teil von ihnen durch das eigene schlechte Gewissen veranlasst worden ist, ins Ausland zu gehen. Danach haben es sich dann zwar viele wieder überlegt und Neigung gezeigt, nach Deutschland zurückzukehren. Dem Rückstrom dieser unerwünschten Elemente haben wir durch Ankündigung der prinzipiellen Verbringung jedes Rückkehrers in ein Konzentrationslager und durch die weitere Androhung der Erschießung für Rückkehrer, denen irgendein Vergehen nachzuweisen war, vorgebeugt. So wurden dem Reich Tausende von asozialen Elementen ferngehalten, die man sonst schwerlich geschnappt oder überführt hätte. Aber viele Tausende wurden auch aus den Konzentrationslagern wieder entlassen. Sie wurden nicht aus Motiven der Rache interniert, so wie in Österreich. Dort wurden von der Regierung Dollfuß Konzentrationslager, sogenannte Anhaltelager, eingerichtet für verhaftete Nationalsozialisten und Sozialdemokraten. Zitat Ende. Hitler nennt noch ein anderes Beispiel, ich zitiere, die Mittäter am Reichstagsbrand, Dimitrov, Tanev und Popov, wurden von uns freigelassen, obgleich ich glaubte, dass ihre Freisprechung nicht der Meinung des deutschen Volkes entsprach, aber der Spruch des Gerichts wurde erfüllt. Zitat Ende. Das sind ein paar Zitate von Hitler über Konzentrationslager und aus seiner Sicht die Gründe, warum Menschen ins Konzentrationslager eingeliefert worden sind. All dazu
in Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2. Ihr seht, ein sehr, sehr umfangreicher Band mit 2200 Quellen, verifizierte Quellen. Es ist Band 2 der bisher 6-bändigen Reihe. In dieser Reihe ist auch ein Sonderband erschienen, und zwar Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Das Buch, die ersten Auflagen sind bereits verkauft worden, bevor das Buch erschienen ist. Und man legt uns Steine in den Weg, dass das Buch weiter verbreitet wird. Dieses Buch ist ein Andenken an unsere Toten, an unsere Großmütter und Großväter, die ihr Leben geopfert haben, die von den alliierten Massenmördern grausam umgebracht worden sind. Wenn ihr an diesem Gedenken teilnehmen wollt, kauft dieses Buch. Der Link ist unten angegeben. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein anderes meiner Bücher aufmerksam machen, das es mit dem Thema nichts zu tun hat, aber das dennoch sehr aktuell ist. Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Der Staat erklärt uns nicht, welche NGOs er mit welchen Fördermitteln unterstützt. Ich habe in meinem Buch Namen genannt, Ross und Reiter und Listen von den NGOs, die euer staatliches Geld bekommen. Und siehe da, wen wundert's, es sind zu 95% linke NGOs, die Steuergelder bekommen. Abonniert mich auch bei Telegram, der Link ist unten angegeben, weil ich möchte den Kanal dort weitertreiben, wenn YouTube mich sperrt. Also je mehr ihr mir auf Telegram folgt, umso besser. Dort gibt es auch immer wieder Dinge für meine Abonnenten bei Telegram, die ihr sonst so nicht bekommen könnt. Auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.